today is really special. To have the U19 and seniors win the Junior Bowl and the Swiss Bowl on the same day, that's just really special. And I think the entire organization should feel very, very proud of that achievement. I think it's been over 10 years, about 10 years since that had happened before. You know, it's a very difficult thing to do. And from the Vorstand down through the coaches and helpers and players, you know, just an unbelievable effort as an organization to reach this point. And I hope everybody in the organization feels a sense of pride in what this club's achieved here today and tonight. Mm-hmm. And it was a lot of work. It was a tough game. Yeah, what was the game plan coming into the game? Yeah, you know, personnel for us has been an ongoing issue all year. So I think on the offensive side, we had to shift some things around. We really wanted to control the ball as much as we could. In the second quarter, after they scored to come within 1 point, we had that really long drive that ate up, I think, 6 minutes. And then we scored with about 20 seconds left and got the 2-point conversion to take a 9-point lead into the locker room. And that was kind of a big turning point in the game. But I think, you know, you have to give a lot of credit, a great share of credit to our defense for a very dominating performance. To hold a group like that to 6 points is really a really special effort. And so, you know, credit goes to Alex DeRozzo, Nate Felberius, and the rest of the coaching staff on the defensive side and all the players for just an unbelievable performance tonight. They were really they were outstanding. Mm-hmm. We all know what Clark is able to do, the Bern quarterback. How was the plan to contain him? Yeah, I mean, it was a big focus of. Yeah, again. 2 years in a row, baby. Yeah, congrats, coach. 2 years, and I've lost my train of thought completely. You know, Clark Evans and containing him was a focal point of our game plan. Obviously, everybody in Switzerland knows how talented he is. You know, it was kind of a strange thing for me tonight. You know, I've been here 7 years now. This is my 7th season. And in those 7 years, you know, some teams in Switzerland have had 7, 8, 9, 10 quarterbacks. And, you know, in that whole time, we've had 3. You know, Josh Dean, Clark Evans, and Connor Manning. And 2 of those 3 were out on the field tonight. And, you know, it was just it was a pleasure to watch those 2 guys play. Nothing but respect for Clark. And from what I hear, we're going to see even more of him in the future in Bern, which is a good thing for this league. I think Bern has really established itself as absolutely the looking into the future, definitely the most challenging opponent on our schedule. Maybe someone will prove that statement wrong, but right now, you know, Bern has really, you know, since Fabian Schaller took over as president, you just noticed a shift in mentality there towards less about worrying about what other clubs are doing and more about building up themselves. You look at their youth program and what they're doing. You know, Bern's on a good track, and that's a good thing. It's a good thing for this league. We need games and opponents like this. That, you know, I think it was an entertaining game. It was a low-scoring game, but it was an entertaining game. It was a tight game, and that's a good thing for this league. This league needs more games like that. It's tradition. It's Scar's tradition, yeah. Yeah. How does it smell like? Oh, it smells like victory. It smells like a championship. It tastes good. I love it. It's great. Yeah, but it was a tough game. Oh, very tough. Yeah, they came out with a great game plan, and Clark is, you know, we game plan against Clark. It's like 80% of their offense. We know if we shut him down, which was going to be tough, and he made a lot of plays, but, you know, we ended up coming out with the win. Defense played great. Offense played great. Came clutch when we needed to. So, just happy to win. Okay. Wie fühlst du dich? Erschöpft, aber auch erleichtert und glücklich. Es ist geil. Also, es ist eine sehr lange Saison für uns alle gewesen. Wir sind alle sehr erschöpft und sind froh, dass wir am Ziel angekommen sind und vor allem mit dem Finish als Schweizer Meister wieder eine Saison beenden. Das ist natürlich ein Traum für uns alle. Das ist genial. Das sind alle, ja, einfach geil. Du hast, also bei dir hat man nicht gewusst, es war fast ein bisschen eine Überraschung, dass du zurückgekommen bist. Und hast nachher noch einen Effekt gehabt auf dem Feld. Ja, erzähl mir noch ein bisschen die ganze Recovery-Time bis zum Finale. Ja, während vom Punkt, wo ich mich verletzt habe in Bern, habe ich gemeint, es sei nichts Schlimmes. Ich bin schnell zurückgekommen. Habe mich aber dann leider im Training noch schwerer verletzt, am gleichen Fuß. Und ab dort war es direkt, wenn es so klappt, dann nur Finale. Ich wäre nur im Finale spielen, das war von Anfang an mein Ziel gewesen. Haben dann Glück im Unglück anscheinend, gemäß Ärzten, dass es dann doch nicht so schlimm ist. Haben dann können Physio anfangen. Jetzt habe ich dann gezielt Physio auf Anfang gesagt, Finale, Anfang Oktober. Ich werde spielen, egal was es ist, ich werde einfach spielen, ich hoffe es hebt und ich werde spielen.
Und ja, und jetzt werde ich nochmal zum Arzt, und dann wird sich das ausstellen, ob ich dann operieren muss oder nicht, aber so weit, so gut. Und es fühlt sich eigentlich nicht schlecht an. Ja, und ich weiß, im Endeffekt bin ich froh, gespielt, hat Spass gemacht und ja, das ist genial. Und jetzt nach all diesen Wochen oder Monaten eigentlich, wo du nicht kommst zurück und hast eigentlich sie erschüttert vom ersten Quarter an, tief auch, bist du Deep Track gewesen. Hättest du selber erwartet, dass du so einen Impact hast? Ich kann jetzt nicht falsch, wenn ich ja sage. Aber nein, für mich ist ich meine, nach 14 Jahren kann ich recht gut schon einschätzen, was so meine Rolle ist und was ich kann und wie ich mich einschätzen kann gegen Gegner. Ich weiß, wer Bern ist, ich wusste, was die können, wie die spielen. Ich habe von Anfang an gewusst, wir haben schon darüber geredet, wie wir es machen, was wir machen, wo ich meine Plays machen kann. Es hat auch einen Grund, wieso ich rechts draußen gestanden bin, dass ich mit linkem Fuß nicht muss planen muss, nicht irgendwo mit dem linken Fuß mit schonen kann und nur geradeaus rennen. Ist eigentlich von Anfang an alles mit Plan gewesen. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich einen Impact habe. Dass natürlich auch alles so genial funktioniert wie heute, ist natürlich umso besser. Und ja, alles, was ich machen konnte, um dem Team helfen, dass wir gewinnen, macht mich froh. This is one thing I noticed about Adrian Sunderhoff. I mean, he's a very good player. He's been an MVP of the Swiss Bowl twice. I spent a lot of time this week watching film. One thing I noticed about Sundi, when you put on the film of games he's not playing, he hasn't played a game since July. But when he's there, you see that he's engaged. Like, he's celebrating when we score. He's excited when other guys make plays, even when he's not playing. You know what I mean? And there's a lot of people I could point to that exemplify that Bronco spirit. But Adrian Sunderhoff is one of those guys who, whether he's playing, and his performance tonight was absolutely a big difference in this game. But not only that, but this guy bleeds Broncos. You know, even when he's not out there, even when he's on the sidelines, he's in there. He's engaged. He's supporting his teammates. He's excited when we make plays. And it's these kind of people that make the Broncos what they are. Okay, Swiss Bowl MVP, another championship, second for you with the Broncos. How does it feel? It's amazing. You know, it's been a very long year, but I'm just so proud of our guys. The commitment throughout, you know, we didn't even know when we were going to start, and it's been so many weeks we haven't played as much, and I'm just so proud of our guys. They deserve this moment, for sure. The preparation we put in each and every week, and we definitely deserve this. Bern was a tough opponent, and that long drive before halftime when you scored like 20 seconds to halftime, was this like a deciding factor in the game? Not necessarily. We knew it was going to be a tough fight. They're a very physical team. They play well. So hats off to them. They stayed in the game. We had some opportunities to kind of close it out a little bit, and things didn't go our way, but hats off to them. They deserve to be here as well. You know, there's a reason why these two teams are here tonight. Nein, es ist natürlich immer geil, wenn man es ist immer schön, wenn man kann eine Saison so abschließen. Vor allem diese Saison, die ist mit dem ganzen Corona hin und her, die ist ewig gegangen. Es ist so ungewiss die ganze Zeit, was jetzt läuft und was nicht. Darum ja, sicher froh ist vorbei. Jetzt das Game selber, ziemlich ein toughes Spiel gewesen. Ihr habt, ja, was ist so für dich der Schlüsselmoment gewesen, wo ihr es gekehrt habt oder nicht so gerne? Ein Schlüsselmoment ist mega schwer jetzt zu sagen. Wir haben gewusst, dass Bern ein gutes Team hat, vor allem die Defense sehr stark. Jeder Jahr heute ist erkämpft, die haben uns gerne geschenkt heute. Ich denke, der zweite Touchdown kurz vor der Halbzeit ist sicher ein wichtiger Punkt für uns, weil nachher sind wir in der Halbzeit und in der zweiten Halbzeit haben wir mit dem Ball angefangen. Das ist vielleicht am Ende schon der Turning Point gewesen. Aber das ist irgendwie bis zum Schluss nicht klar. Also, ich habe nie das Gefühl gehabt, okay, das Spiel ist gewonnen. Das ist bis zum Schluss irgendwie. Ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, es könnte es gleich noch irgendwie kehren. Und erst, als es dann effektiv fertig war, hast du gewusst, okay, wir haben es geschafft. There's differing cases there, but we felt pretty good about our 2-point play. The one we had and the one behind it was okay too. But the play we had we felt had confidence in, and then if you go for 2 when you're up by 7, that makes it 9. That makes it a 2-score difference. And it seemed to be shaping up to be, and it continued to be, a pretty defensive game. So we felt like going for that 2-point conversion for that 9-point lead was worth the gamble. And Greg, to go back to Greg Calanda has really improved. He's a rookie up from the U19, his first season up, and he progressively got better throughout the season.
He lives a bit far away, so sometimes practice is tougher than others. But when he made the decision to come to practice, you could see the improvement. And in the last phase of the season, he really committed himself to make that journey, to be at practice, and you see the results on the field. And it was another very strong performance. There's a lot of strong performances tonight by these guys on both teams. Ja, Rex Marr, Kai Takahashi, einmal mehr Championship. Vielleicht zuerst Marco. Ja, wie fühlt es sich an? Fühlt sich geil an, es fühlt sich geil an. Es ist wirklich eine lange Saison gewesen. Wir hatten ein paar Sachen gehabt, die ein bisschen gegen uns gelaufen sind, einfach mit Verletzungen und mit Pausen. Es ist einfach streng. Es ist wirklich auch ein bisschen Stück in der Richtung, dass wir es geschafft haben, dass wir das Ding heimholen können. Das ist richtig geil. Das ist eine richtig geile Saison. Kai hat es gesagt, eine lange Saison und auch ein sehr hartes Finale am Schluss. Bern ist ein sehr guter Gegner. Ja, es war schon eine spezielle Saison, vor allem auch mit den ganzen Umständen mit Corona und so. Wir haben eigentlich schon am November haben wir angefangen zum Trainieren und so. Haben auch europaweit halt verschiedene Spiele vor uns gehabt, wo dann auch nachher verschoben worden sind durch Corona und so. Und darum, es hat schon ziemlich an Energie halt gekostet, weil wir so viel vorbereitet haben und das Spiel dann doch nicht stattgefunden haben und so weiter. Aber ich finde, die ganze Mannschaft hat schon ist ein guter Abschluss gesehen und wir haben schon jeder hat seinen Beitrag geleistet und es ist ein guter Abschluss gewesen. Ja. Was hat es ausgemacht für dich heute, dass er am Schluss gleich die Oberhand hatte? Ich meine, Sie haben euch einmal geschlagen, ihr habt Sie einmal geschlagen. Dass heute die Broncos wieder oben rausgeschwungen haben. Ja, wir haben sicher einen guten Gameplan vom Coaching her. Das ist wirklich, wir haben uns gut auf sie einstellen. Wir haben gewusst, was ihre Stärken und ihre Schwächen sind, und das probiert so zu spielen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es sind auch einfach ein Haufen Junge und so, die auch aufgesteppt sind. Leute, die ein bisschen andere Positionen müssen spielen und es einfach gut gemacht haben. Also, in der Defense hat es einfach gut gekippt. Wir haben ein paar geile Plays gemacht, ein, zwei Mal natürlich auch. Ja, ist so in uns haben wir ein bisschen Glück gehabt, oder? Auf der anderen Seite aber genauso in Bern hat ja auch ein, zwei glückliche Plays in dem Sinn gehabt. Es ist so, also von dem her denke ich, ist es ausgeglichen gewesen, aber wir haben einfach gewusst, was wir machen und haben es können umsetzen. Jetzt eben der Clark Evans, ihr kennt ihn ja noch, ich habe lange mit ihm zusammengespielt. Er war sicher ein Fokus in eurem Gameplan. Wie haben Sie es geschafft, um ihn wirklich zu neutralisieren, den ganzen Match? Ja, die Offense ist schon ziemlich auf den Clark halt aufgebaut. Er ist halt wirklich das Zentrale und wir haben schon müssen halt unsere Defense oder die Coaches haben unsere Defense so angepasst, dass wir halt den Clark stoppen, seine Läufe stoppen und so weiter. Und ja, ich meine, der Coach Buffen und auch der Coach Durazo, beide zusammen haben wirklich einen guten Job gemacht. Durch die Jahre lang. Der Coach Buffen ist wirklich ein Supermind, was Football anbelangt. Und er hat schon die ganze Organisation aufgeklopft, die ganze halt auch, dass wir so lange mit den Einheimischen auch so erfolgreich geblieben sind. Das ist schon sein Verdienst gewesen. Und der Gameplan ist auch, es hat auch wieder Pass gehabt, sozusagen. Es ist einfach angenehm, wenn du weißt, dass Coaches das Team so in Position bringen, dass man die bestmögliche Chance hat, oder? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du nicht sicher bist oder wenn du Zweifel hast quasi am Gameplan, und das ist bei uns einfach nie der Fall, weil der Gameplan einfach immer sitzt, oder? Das ist natürlich nur ein Luxus für die Spieler. Du kannst viel beruhigter in ein Spiel gehen. Nervös bin ich trotzdem gewesen, aber... Eben, nervös. Wie war das Feeling, da, wo statt der Touchdown an der 3-Yard-Linie eine Minute später der blockte Kick und ist noch mal ein bisschen ins Zittern gekommen? Oder ist es eigentlich schon recht confident in der Defense? Oder? Ja, wir haben einfach den Two-Point stoppen, dass das einfach Two-Possession-Game geblieben ist. Ja. Und das ist gross gewesen, sicherlich. Zu dem Zeitpunkt haben wir halt Zeit runterlaufen lassen und dann ist das halt passiert und dann haben wir halt müssen wieder aufsteppen. Aber es ist geil für einen Swiss Bowl. Ja, voll. Ich meine, lieber so Spiele, die wirklich knapp sind, bis zum Schluss musst du Gas geben, als wenn es schon in der Halbzeit entschieden ist. Oder? Das ist natürlich... Aber wenn es dich mental ein bisschen strapaziert, ist es halt trotzdem geil.
Aha. Und jetzt erst sind ja nicht mehr die Jüngsten. Gehen ihr jetzt noch gross Party machen? Ich weiß, im Rollstuhl fahren. Das Eis, leg mich ins So Infusionen, Bierinfusionen gibt es dann nachher. Ja. Okay.